Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Was würdet ihr denken, wenn ich euch sagen würde, dass gesättigte tierische Fettsäuren nicht so schlecht sind, wie man uns glauben machen möchte? Auch wenn die Mehrheit der gesundheitsbewussten Menschen immer noch glaubt, dass gesättigte Fettsäuren ungesund sind und zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen können, weil die Medien- und Wissenschaftlerwelt dies seit den 50er Jahren überzeugend propagieren. Doch die fragwürdigen Studien der Vergangenheit, auf denen diese Fettphobie basiert, konnten nie einer genaueren Überprüfung standhalten. Tatsächlich zeigen Beobachtungen von ursprünglich lebenden Naturvölkern, dass diese grundsätzlich reichlich gesättigte, meist tierische Fette verzehrten und dabei über einen äußerst beneidenswerten Gesundheitszustand verfügten. Als der Zahnarzt Dr. Weston A. Price in den 1920er Jahren die Welt bereiste, um gerade solche natürlich lebenden Völker zu besuchen und zu untersuchen, stellte er fest, dass diese mit einer Ernährung aus viel Fleisch, Fisch oder reichlich Butter gesund blieben, während sie spätestens in der nächsten Generation unter Degenerationserscheinungen und Zahnfehlstellungen litten, wenn sie sich von ihrer traditionellen Ernährungsweise abkehrten und zur üblichen zivilisierten Ernährungsweise aus Weißmehl, Marmelade, Konserven, Limonaden und anderen Fertigprodukten übergingen. Das Fazit des Dr. Price war, dass jedes gesunde Naturvolk fettreiche Nahrung isst und diese fettreiche Nahrung größtenteils aus gesättigten Fettsäuren besteht. Bei den Schweizer Bergbauern war es die rohe Butter von Milchweidekühen und nicht die pasteurisierte Butter von Milchkühen der Massentierhaltung, die Jahr ein, Jahr aus im engen Stall stehen und artfremdes Kraftfutter erhalten. Bei den Inuit waren es fetter, frisch gefangener Fisch, der von Algen und Meeresgetier lebt, und fettes Fleisch. Sie essen keinen Zuchtfisch aus der Massentierhaltung, der mit Fischöl, Soja, Getreide und künstlichen Futterzusätzen gemästet wird. Und bei den Völkern des Südpazifiks waren es die Kokosnüsse. Keines dieser Völker konsumierte isolierte, raffinierte Pflanzenöle mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Diese kamen erst dann zur Ernährung des Menschen hinzu, als er begann, Ölsaaten im großen Stil anzubauen und diese industriell zu Ölen und Fetten zu verarbeiten. Unsere Nahrung sollte also so hochwertig, ganzheitlich, natürlich und unverarbeitet wie möglich sein. Nur dann kann sie gesund und ausgewogen sein. Und dazu gehören insbesondere die tierischen gesättigten Fettsäuren, ohne die es nicht möglich ist, Gesundheit zu erhalten. Zumal sie auch noch sehr viel einfacher zu verdauen sind, weil sie aus kurz- und mittelkettigen Fettsäuren bestehen, die nur wenige fettspaltende Enzyme benötigen und darüber hinaus auch relativ gut wasserlöslich sind. Sie werden folglich aus den Darmschleimhautzellen direkt ins Blut abgegeben. Aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit können sie mit dem Blut problemlos dorthin transportiert werden, wo gerade Energie oder Baufett benötigt wird. Im Gegensatz dazu bestehen die ungesättigten Fettsäuren aus langkettigen Fettsäuren, die viel schwerer verdaut werden, weil sie aufgrund ihrer Länge von den Enzymen erstmal umgebaut werden müssen. Da sie auch nicht wasserlöslich sind, würden sie die Blutgefäße verstopfen, wenn sie direkt ins Blut gelangen würden. Außerdem sind gesättigte Fettsäuren weniger anfällig für Oxidation als die ungesättigten Fettsäuren, die Hitze, Sauerstoff und Licht empfindlich sind, weshalb sie sehr schnell ranzig werden könnten und uns dann schaden würden. Folgende 12 Gründe zeigen daher, warum wir tierische gesättigte Fettsäuren essen sollten. Alle fettlöslichen Nährstoffe können aus tierischen gesättigten Fetten gewonnen werden. Dazu gehören die fettlöslichen Vitamine A, E, D und K sowie bestimmte Vitaminoide wie Cholin und Coenzym Q10, also das Ubiquinol. Man kann sie alle unter anderem in Eigelb, Lebertran, fettem Fisch, Fischeiern, Leber und Innereien, Geflügelfett und Haut, Schalentieren, rohem Käse, roher Sahne und Rohmilchbutter von Bio-Weidetieren finden. Da fettlösliche Vitamine die Zellmembran durchdringen und direkt in den Zellkern vordringen und sich dort mit Rezeptoren verbinden, die bestimmte Gene aktivieren können, sind diese fettlöslichen Vitamine sehr wichtig. Sie sind kaum oder nur schwer aus pflanzlichen Lebensmitteln zu bekommen. Zweitens, unser Immunsystem würde so viel besser funktionieren, wenn wir genug von diesen tierischen gesättigten Fetten konsumieren würden. Zum Beispiel das Vitamin A, welches sehr wichtig für die Abwehr von Viruserkrankungen ist, oder das Vitamin D, das essentiell für die Funktion des Immunsystems ist, da es 2000 Gene aktiviert. Würde man daher eine Low-Fat-Ernährung praktizieren, würde dies das Immunsystem sehr schwächen. Drittens, Entwicklung des Kindes im Mutterleib. Als schwangere Frau ist es so wichtig, genügend gesättigte tierische Fette zu sich zu nehmen, um die Nährstoffe zu liefern, die dieses heranwachsende Kind benötigt. Also besonders für die Schwangere und Stillende sind diese lebenswichtig.
denn diese liefern alle Rohstoffe, die das Kind braucht, wie die Aminosäuren sowie die Spurenelemente und die B-Vitamine und vor allem diese fettlöslichen Nährstoffe. Das Schlimmste, was eine Mutter daher tun kann, ist tatsächlich eine fettarme Diät zu praktizieren. 4. Haut und Haare. Unsere Haut ist eine Kombination aus Eiweiß und Fett und daher wird unsere Haut ohne die richtigen Fette älter und nicht jugendlich aussehen. Wenn wir mit zunehmendem Alter eine schöne jugendliche Haut wünschen, sollten wir die tierischen gesättigten Fette auf keinen Fall in unserer Ernährung auslassen. Das gleiche gilt für unsere Haare. Wenn wir uns fettarm ernähren, werden sie ausgetrocknet und spröde sein und nicht lebendig aussehen. 5. Wusstest du, dass der größte Teil unseres Gehirns hauptsächlich aus Fett und Cholesterin besteht? Wir brauchen daher DHA, unter anderem eine Omega-3-Fettsäure für die kognitive Funktion, das Gedächtnis, den Fokus und die Konzentration. Es reicht dabei nicht, diese aus den pflanzlichen Lebensmitteln in Form der Alpha-Linolensäure aufzunehmen, weil der Körper sie kaum in DHA und EPA umwandeln kann. Daher sollte sie unbedingt aus tierischen Lebensmitteln entnommen werden, wie zum Beispiel aus fettem See, Fisch, Lachs, die auch zu einem guten Stück die gesättigten Fettsäuren enthalten. Viele nehmen die wichtigen Omega-3-Fettöle auch in Form von Algenöl auf, was auch in Ordnung ist. Schaut euch dazu auch gerne mein Video nochmal an. Allerdings sind die Omega-3-Fettsäuren im Krillöl an sogenannte Phospholipide gebunden und sollen daher vom menschlichen Organismus weitaus besser aufgenommen und verwertet werden können als die aus Algenöl oder Fischölfettsäuren, die dort in Form von Triglyceriden vorliegen. In unserem Gehirn sind die Zellmembranen besonders phospholipidreich und dies ist der Grund, warum die Phospholipide aus Krillöl so gut resorbiert und verarbeitet werden. 6. Tierische, gesättigte Fette reduzieren und setzen Gallensalze frei. Genau das, was wir zum Abbau von Fetten benötigen, wird tatsächlich aus Cholesterin hergestellt. Und das ist, wo Galle herkommt. Cholesterin, und wenn wir nicht genug gesättigte Fette zu uns nehmen, werden wir nicht genug Galle freisetzen. Tatsächlich sind Gallensteine eines der Symptome einer fettarmen Ernährung. Was sind Gallensteine? Das ist ein Mangel an Galle, der bewirkt, dass dieses Cholesterin kristallisiert und sich wirklich konzentriert. Also brauchen wir wieder die gesättigten tierischen Fette, um die Freisetzung dieser Galle zu unterstützen. 7. Calciumaufnahme aus der Nahrung. Das geht nur mit Vitamin D. Ohne Vitamin D kann die Aufnahme von Calcium aus der Nahrung um das 20-fache sinken. Auch wenn Vitamin D kaum in der Nahrung vorhanden ist und bei Sonne in der Haut gebildet wird, so dient als gute Quelle trotzdem fette Fische, zum Beispiel Hering, Makrele, Lachs, als auch Leber, Tran und Eigelb. 8. Tierische gesättigte Fette in unserer Nahrung ermöglichen es uns, satt zu werden, sodass wir das intermittierende Fasten tatsächlich viel effizienter durchführen können. Ohne genügend Fett in unserer Ernährung würden wir immer nur hungrig sein. Zu den gesundheitlichen Auswirkungen des intermittierenden Fastens und die Verjüngung unseres Körpers dadurch, schaut euch gerne mein Video dazu nochmal an. 9. Unsere Hormone. Die Sexualhormone Östrogen, Progesteron, Testosteron, aber auch Cortisol unter anderem werden alle aus Fett hergestellt. Ohne dieses Fett haben wir nicht das Rohmaterial, um diese Hormone herzustellen. 10. Unsere Stimmung wird durch bestimmte Hormone beeinflusst, die aus Fett hergestellt werden. Wenn Menschen eine fettarme Diät oder weniger tierische Produkte konsumieren, bekommen sie mehr Angst. Sie bekommen mehr Depressionen. 11. Unsere Knochengesundheit hängt zum sehr großen Teil von den fettlöslichen Vitaminen D3 und K2 ab, die wir benötigen, um Osteoporose, Osteopenie und Osteomalazie, die unsere Knochen erweichen, sowie Rachitis vorzubeugen. 12. Unsere Darmgesundheit hängt zu einem großen Teil von dem Konsum von tierischen gesättigten Fetten ab. Denn wer ein Darmproblem hat, sei es eine Entzündung oder eine Autoimmunerkrankung im Darm, Verdauungsprobleme, Blähungen und so weiter, so werden diese durch die Zufuhr von tierischen gesättigten Fettsäuren gelindert oder ganz zum Verschwinden gebracht. Denn die gesättigten Fettsäuren aus rohen Milchprodukten zum Beispiel heilen Darmläsionen durch Trockenheit. Tatsächlich ist rohe, ungesalzene Biobutter von artgerecht gehaltenen Tieren ein großartiges Mittel gegen Verstopfung, da sie feuchtigkeitsspendende Eigenschaften hat, die die Zellen in ihrem Körper schmieren und die Dinge in Bewegung bringen. Wohingegen zu viele pflanzliche Lebensmittel den Magen-Darm-Trakt reizen würden aufgrund ihrer vielen Antinährstoffe, wie zum Beispiel Enzyminhibitoren, Oxalsäure, Lektine, Phytinsäure, Tannine, Gerbstoffe, Saponine und so weiter.
die in Maßen genossen natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, aber unbedingt von tierischen gesättigten Fettsäuren ergänzt werden müssen. Und hier möchte ich daher nochmal auf das Vitamin A eingehen. Gesättigte tierische Fette wie rohe Butter, rohe Vollmilch, roher Kefir und roher Käse sind großartige Quellen für Vitamin A, das nachweislich das Sehvermögen und andere Körperfunktionen verbessert. Andere hohe Quellen für Vitamin A sind Innereien wie Leber. Wusstet ihr, dass tierische Lebensmittel die einzigen Lebensmittel sind, die für Menschen geeignet sind, Vitamin A zu enthalten? Eine von der schwedischen Agentur für internationale Entwicklungszusammenarbeit unterstützte Studie ergab, dass Frauen nicht genug von diesem lebenswichtigen Nährstoff Vitamin A bekommen, weil ihr Körper das Beta-Carotin nicht umwandeln kann. Aus ihrem Experiment haben sie herausgefunden, dass nur 20–30% der Bevölkerung die Gene haben, kleine Mengen Beta-Carotin aus Pflanzen in Vitamin A umzuwandeln. Diese Menschen können jedoch nur durchschnittlich 3% konvertieren. Das reicht einfach nicht. Fazit: Wir sollten also sicherstellen, dass wir genügend Vitamin A und andere fettlösliche Vitamine aus gesunden tierischen Fetten wie roher Butter, rohe Bio-Eier usw. zu uns zu nehmen. Auch Fruchtbarkeits- und Menstruationsprobleme kann man vermeiden, wenn man täglich in den Smoothie 2 rohe Eier gibt. Schaut euch gerne dazu nochmal mein Video zum Lubrikator an. Oder auch meinen rohen ketogenen Pudding aus rohen Eigelben. Wichtig ist natürlich immer bei dem Konsum von tierischen gesättigten Fetten, dass wir diese nur aus Bio-Weidetierhaltung entnehmen. Mein Video zur Cholesterinlüge werde ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Maria.